Deutschland, 35 Milliarden Euro Offensive für militärische Raumfahrt, Starship Flug 11 und erste Rückkehr über bewohntem Gebiet, SpaceX bricht ISS-Reboost ab, historisches Rettungsmanöver für Weltraumteleskop, neue NASA-Astronautenklasse vorgestellt, erstmals mehr Frauen als Männer, alles auf Kurs für Crewflug zum Mond mit Artemis 2 im Februar 26, ESA-Astronauten trainieren mit Bundeswehr für Mondlandung, Asteroid schrumpft. Ist er noch da, wenn Japan ankommt? Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Space Update auf Deutsch. In einer bemerkenswerten Rede auf dem Weltraumkongress des BDI diese Woche hat Verteidigungsminister Boris Pistorius die größte deutsche Raumfahrtoffensive der letzten Jahrzehnte angekündigt. Und das mit klar sicherheitspolitischem Fokus. Kern der Botschaft: Der Weltraum ist kein neutraler Ort mehr. Pistorius zeichnet das Bild einer Raumfahrt, in dem längst ein neuer geopolitischer Wettbewerb ausgebrochen sei. Russland und China, die hätten ihre militärischen Fähigkeiten im All rasant ausgebaut, könnten heute gezielt Satelliten stören, blenden, manipulieren oder sogar zerstören. Dazu der Verweis auf einen russischen Cyberangriff gegen das Viasat-Netzwerk zu Beginn des Ukraine-Kriegs, der unter anderem 6000 deutsche Windräder lahmlegte. Die Warnung ist klar: Wer die Satelliten angreift, trifft die Achillesferse moderner Gesellschaften. Deutschland will nun reagieren mit massiven Investitionen. Insgesamt 35 Milliarden Euro sollen bis 2030 in eine neue Sicherheitsarchitektur im All fließen. Das umfasst unter anderem Aufklärungssatelliten, Telekommunikationssatelliten, Überwachung der Orbits, robustere Satellitenkonstellationen, stärkere Cyberabwehr und die Entwicklung eigener Transportkapazitäten, namentlich da auch genannt die Kleinträger. Ziel ist mehr Redundanz und Resilienz, also Systeme, die im Ernstfall nicht sofort ausfallen. Besonders deutlich wurde Pistorius beim Thema Abschreckung. Deutschland müsse auch Offensivfähigkeiten im Weltraum entwickeln. Ein Kurswechsel in der deutschen Raumfahrtpolitik. Auch im Weltraum muss Deutschland abschrecken können, um verteidigungsfähig zu sein, sagte er. Ein militärisches Satellitenkontrollzentrum im Weltraumkommando der Bundeswehr soll dazu beitragen, dass Deutschland im Krisenfall schnell reagieren kann. Doch Pistorius betont ebenso, dass es kein rein militärisches Projekt sei. Die Raumfahrt sei ein gesamtgesellschaftliches Thema. Die Industrie, die soll eng eingebunden werden, besonders Start-ups und KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, nennt er. Er kündigte an, Innovationsförderung unbürokratisch zu ermöglichen. Große Unternehmen sieht er als Systemintegratoren, die kleinere Player einbinden sollen. Symbolisch aufgeladen war die Rede mit der persönlichen Leidenschaft des Ministers. Als Star Trek-Fan wolle er die Faszination für das All mit einem realistischen Blick auf die Sicherheitslage verbinden. Dabei sei Europa gefragt, denn nur in internationaler Kooperation könne eine stabile, regelbasierte Ordnung im Orbit gewährleistet werden. Pistorius schloss seine Rede mit dem Abschiedsgruß aus Star Trek: Leben Sie lang und erfolgreich. Ja, der Ton, der ist gesetzt. Mit dem angekündigten Paradigmenwechsel verabschiedet sich Deutschland von der reinen Friedensrhetorik im All. Stattdessen rückt der Weltraum endgültig ins Zentrum sicherheitspolitischer Überlegungen. Als neuer strategischer Schauplatz auch für Deutschland. 35 Milliarden Euro, das ist schon eine Hausnummer. Zur Einordnung: Deutschland gibt aktuell jährlich knapp 550 Millionen Euro für die nationale Raumfahrt aus und rund 1,1 Milliarden Euro über seinen ESA-Beitrag. Apropos Geld, der Aktienkurs der OHB, der ging nach der Ankündigung kräftig nach oben. Über den Wochenverlauf waren es 30%. Und ja, ist nicht mein klickstärkstes Format, aber zu diesem Thema vielleicht doch mal eines meiner Interviews schauen. Und zwar mit Sabine von der Recken, Vorstandsmitglied der OHB System AG. Verlinke ich euch unter dem Video. In Boca Chica biegt SpaceX mit dem Starship auf die nächste Startzielgerade. Der nächste große Schritt, Flug 11, der soll laut der aktuellen Hinweise von FAA und US-Küstenwache frühestens am Montag, 13. Oktober starten. Leider wäre es aktuell mit 1:15 Uhr MESZ wieder mitten in der Nacht. Ich werde es aber natürlich dennoch streamen und es wird sich lohnen, denn dieser Flug, der hat's doppelt in sich. Zum einen wird's der letzte Einsatz von Starship Generation 2, zum anderen markiert er das Ende für die bisherige Startplattform oder das Startpad 1. Danach geht's nur noch mit dem Pad 2 und Block 3 Hardware weiter, zumindest bis dann Pad 1 umgerüstet wurde. Chip 38, das finale Block 2, Chip die Starship Oberstufe, die hat mittlerweile alle Vorbereitungen durchlaufen. 2 abgebrochene Static Fire Versuche am 20. und 21. September, hatte ich ja letzte Woche darüber berichtet, zwangen SpaceX Teams zur Nachtschichten, doch schließlich zünden die 6 Raptor Triebwerke erfolgreich. Kurz darauf hat man das Fahrzeug destackt. Ich versuche mich mal an einer deutschen Übersetzung: entstapelt. Grüße gehen raus an Staplerfahrer Klaus. Chip 38 wurde dann zurück zum Produktionsgelände gebracht und wird da final für den Flug vorbereitet. Zeitgleich hat man den Hot Staging Ring auf Booster 15 montiert. Wenn wir so nicht mehr sehen, Block 3 Booster werden ohne dieses Bauteil auskommen. Mit Flug 11 endet dann die Ära der Block 2 Testflüge. Nach viel öffentlicher Haue, meiner Meinung nach auch teilweise berechtigt für das Starship-Programm, beginnt nun hoffentlich der reguläre Flugbetrieb.
Auf Flug 11 geht mit Booster 15 erneut eine Starship R-Stufe, die schon mal geflogen ist. Das gleiche erwartet laut SpaceX zeitnah auch die Oberstufen. SpaceX steht da vor einem entscheidenden Schritt in der Entwicklung eines vollständig wiederverwendbaren Systems. Erstmals sollen die über 52 Meter hohen Starship-Oberstufen nicht nur in den Orbit vordringen, sondern auch kontrolliert zur Starbase in Südtexas zurückkehren. Das Brisante dabei: Landeüberflüge über bewohnte Regionen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat dazu jetzt einen Entwurf einer erweiterten Umweltbewertung veröffentlicht. Er analysiert neue Flugkorridore, Luftraumsperrungen und mögliche Auswirkungen der Flüge auf die Umwelt. Bei dem nun geplanten Szenario soll das Starship nicht vor Australien landen, sondern dann über den Pazifik und über Mexiko. Der Endanflug dann über die Region von Brownsville, bevor dann die Landung vertikal auf den Chopsticks der Startanlage erfolgt. Besonders brisant: die Flugrouten, die verlaufen dabei nahe mexikanischer Millionenstädte. Die FAA, die untersucht auch mögliche Effekte hinsichtlich Lärm, Luftqualität und Umgang mit Trümmern im Fall von Anomalien. Das Ergebnis: weder durch Schallwellen noch durch Schadstoffe seien signifikante Auswirkungen zu erwarten. Selbst Trümmerteile, meist Edelstahl oder Hitzeschutzkacheln, gelten als inert und damit weitgehend unkritisch für die Umwelt und Ökosysteme. Natürlich, wenn dann Trümmerregen über einer Stadt runterkommt, das wäre im Zweifelsfall nicht so cool. Auch ökonomisch seien die Folgen überschaubar, wenn alles glatt geht. Flugverspätungen, die könnten zwar Kosten verursachen, hätten aber keine spürbaren Auswirkungen auf Beschäftigung oder Einkommen in den betroffenen Regionen. Mit der neuen Bewertung bereitet die FAA den Weg für eine Ausweitung der Lizenz von SpaceX, die ja künftig bis zu 25 Starts und Landungen pro Jahr an der Starbase erlauben soll. Für SpaceX ist das neben der technischen Herausforderung ein entscheidender Baustein, um den Anspruch auf vollständige, schnelle Wiederverwendbarkeit einzulösen. Ja, kommt auch irgendwann wieder runter, hoffentlich dann kontrolliert, die ISS. Ein geplanter ISS-Reboost, um dem Absinken erst einmal noch entgegenzuwirken, der musste am Donnerstag vorzeitig abgebrochen werden. Der Dragon-Raumfrachter von SpaceX, der derzeit angedockt ist an die Station, das ist ja CRS-33, hatte mit seinen Draco-Triebwerken mit dem Anheben der Station begonnen. Doch nach 3 Minuten und 45 Sekunden des eigentlich geplanten 19-minütigen Burns beendeten Bodenkontrolleure das Manöver. Grund war eine nicht erfolgte Umschaltung der Treibstofftanks. Um wertvollen Treibstoff zu sparen, wurde der Vorgang dann gestoppt, denn Dragon muss ja noch nach Ende seiner Zeit an der ISS, nach seiner Mission, auch noch abdocken und sein Re-Entry einleiten können. Laut NASA funktionieren alle Systeme an Bord der ISS weiterhin nominal, die Crew der Expedition 73 blieb unbeeinträchtigt. Ein neuer Reboost-Versuch ist für dieses Wochenende angesetzt. Ich berichte dann, ob das alles danach Plan funktioniert hat. Von wegen Reboost: erstmals in der Geschichte soll ein privates Raumfahrzeug ein nicht wartungsfähiges NASA-Teleskop in der Umlaufbahn retten. 2026 will das US-Unternehmen Catalyst Space Technologies die sinkende Umlaufbahn des Röntgenteleskops SWIFT anheben. Das seit 2004 aktive Gammastrahlenteleskop, das verliert wegen zunehmender Sonnenaktivität und atmosphärischer Reibung rapide an Höhe. Die NASA spricht von einem Wettlauf gegen die Zeit. Der Boosting-Satellit, der soll im Frühjahr 2026 starten, autonom mit Swift rendezvousen und dann die Bahn stabilisieren. Für die Mission hat Catalyst 30 Millionen US-Dollar erhalten. Sollte das Manöver gelingen, könnte es zum Vorbild für viele weitere kommerzielle Lebensverlängerungen ausgedienter Satelliten werden. Heute habe ich in der Überleitungskiste geschlafen. Reboost Weltraumteleskop hat man ja als ein Ziel für den zweiten Flug des Polaris-Programms gehandelt, dann von der NASA nach einer Prüfung verworfen. Auf dem Polaris Dawn-Flug wurde Milliardär Jared Isaacman ja von der mittlerweile ehemaligen SpaceX-Mitarbeiterin Anna Manning begleitet. Vom Weltraum bekommt sie offensichtlich nicht genug. Sie wurde nun mit 9 anderen aus über 8000 Bewerbern für die 24. Astronautenklasse der NASA ausgewählt. Alle 10 werden nun ein 2-jähriges Training absolvieren mit Übungen zu Raumanzügen, Robotik, Systemen der Raumfahrzeuge und Außenbordeinsätzen. Danach könnten sie Teil künftiger Missionen zur Mondoberfläche oder später sogar zum Mars werden. Neben Anna Manning hat die NASA übrigens noch einen Ex-SpaceXler ausgewählt, Yuri Kubo. Er war 12 Jahre bei SpaceX tätig, unter anderem als Startleiter für Falcon 9 Raketenstarts. Mit der Vorstellung ihrer 24. Astronautenklasse, da setzt die NASA ein klares Zeichen für die Zukunft der Raumfahrt mit Crew. 10 neue Kandidatinnen und Kandidaten sollen für Missionen in den niedrigen Erdorbit zum Mond und perspektivisch zum Mars vorbereitet werden. Erstmals in der Geschichte von Raumfahrtagenturen, die über eigene Crew-Startfähigkeiten verfügen, hat man bei einer Astronautenauswahl mehr Frauen als Männer ausgewählt. Kurzer Abriss, was die Leute so vorher gemacht haben, ist ja immer ziemlich beeindruckend bei diesen Astronauten-Lebensläufen, was die vorher schon für Lebensläufe hatten. Es sind dabei kampferfahrene US-Luftwaffenpiloten, F-22-Testpiloten, DARPA-Wissenschaftler, Kampfhubschrauber-Pilotinnen, Hubschrauber-Testpilot der US Army, stellvertretende Leiterin Artemis 3 Geologie-Team, Ironman-Triathletin, Mitglied der Rugby-Nationalmannschaft, Navy-Taucherärztin, also ziemlich bunte Mischung und beeindruckende Lebensläufe so schon.
Arzt und dann NASA-Astronaut. Das bringt mich nochmal zu Anna Mennen, oder besser zu ihrem Mann. Fun Fact, ihr Mann und auch Ex-SpaceXer Anvil Mennen, der wurde von der NASA 2021 in der Astronautenausbildung ausgewählt. Um es mit den Worten von Hans Königsmann zu sagen, wir haben zu Hause am Küchentisch mit Sicherheit spannende Gesprächsthemen. Zum Arzt musste ich nicht letzte Woche, aber ihr konntet, glaube ich, hören, dass ich krank war. Nach dem Aufnehmen der News, da ging es direkt ins Bett und die Stimme war am nächsten Tag komplett weg. Vielen, vielen, vielen Dank für eure vielen Genesungswünsche in den Kommentaren. Ihr hört es, ich bin leider erkältet, während ich das hier aufnehme. Der Sommer, der hat sich verabschiedet und mich hat's direkt erwischt. Geht mir aber schon wieder besser. Wenn die Tage kürzer werden und der Herbst einfällt, merkt man, der Alltag, der fordert uns besonders heraus. Weniger Sonnenlicht, mehr Hektik. Da achten viele auf eine ausgewogene Versorgung mit Nährstoffen. Vitamin D wird in erster Linie durch Sonnenlicht gebildet. In den Wintermonaten ist es oft schwer möglich. Das Alltagskraftpaket von Naturtreu, das vereint wichtige Nährstoffe, Sonnenfreund mit Vitamin D3 und K2 und Zellkraft mit Vitamin B12 in hoher Konzentration. Vitamin D trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und zur Erhaltung normaler Knochen bei. Vitamin B12 trägt zur Verringerung von Müdigkeit oder Ermüdung bei. Damit kannst du deine Nährstoffversorgung in der dunklen Jahreszeit gezielt unterstützen. Das in Hamburg gegründete Unternehmen Naturtreu bietet dir eine riesige Palette an in Deutschland entwickelten und hergestellten Produkten, frei von überflüssigen Zusätzen. Wenn du deinem Körper in der dunklen Jahreszeit etwas Gutes tun möchtest, mit meinem Link und dem Code SENKRECHT15 bekommst du 15% Rabatt auf das gesamte Naturtreu-Sortiment. Das ist auch in der Beschreibung. Ihr habt's gemerkt, Hubschrauberpiloten hoch im Kurs bei der NASA. Im Rahmen der Artemis-Mission trainieren europäische Astronauten wie Matthias Maurer derzeit bei den Heeresfliegern in Bückeburg das präzise Beherrschen vertikaler Landemanöver. Die dreiteilige Ausbildung startet im Simulator, führt dann zu Flügen mit dem Airbus EC 135 über Mitteldeutschland und endet in anspruchsvollen alpinen Geländen. Auch die ESA-Astronauten Samantha Cristoforetti und Thomas Pesquet steigen nächste Woche mit ein. Fun Fact, die ESA-Reserveastronautin Nicola Winter, Eurofighter-Kampfpilotin, kann bereits Heli fliegen. Sie hat die Ausbildung zur Hubschrauberpilotin schon mal vorab selbst finanziert, und zwar mit dem Wer wird Millionär-Preisgeld. Uns geht ja schließlich wirklich wieder zum Mond. Die NASA macht da Tempo, der erste Crewflug zum Mond seit über 55 Jahren. Der soll nun am 5. Februar 2026 starten. So zumindest der aktualisierte Plan, den die NASA auf einer Pressekonferenz im Johnson Space Center vorgestellt hat. Die 4 Artemis-2-Astronauten um Kommandant Reed Wiseman, die sollen in einer 10-tägigen Mission den Mond umrunden. Der SLS-Träger ist bereits gestackt. Die Orion-Kapsel steht kurz vor der Integration. Ja, und im Januar 2026 soll die Rakete dann zum Launchpad rollen und eine Wet Rest Rehearsal absolvieren. Also eine nasse Generalprobe, bei der betankt wird und alles im Prinzip bis zum Start passiert, bis dann auf die Triebwerkszündung. Das lässt man dann noch weg. Erinnert ihr euch noch an die Wasserstofflecks und die Verzögerung beim ersten Flug? Ja, das war damals eine schöne Tortur für unsere Nerven. War der erste Start des SLS. Verzögerung ganz normal. Ja, und letztlich hat die Rakete ja doch abgeliefert. Ich denke, diesmal wird's reibungsloser verlaufen und wenn nicht, better safe than sorry. Vor allem, wenn Menschen an Bord sind. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Hitzeschild von Orion. Zwar hatte dieser beim unbemannten Artemis 1 Flug 2022 funktioniert, doch waren dabei unerwartet große Brocken abgeplatzt. Mit einer geänderten Wiedereintrittsflugbahn will die NASA das Problem nun entschärfen. Im Hintergrund drängt auch die Politik. Die US-Regierung, die sieht ja Artemis als entschiedenen Schritt im neuen globalen Wettlauf zum Mond. Und obwohl er kein Raumfahrt-Fan sein soll, geschichtsträchtige Momente lässt der US-Präsident ja normalerweise nicht liegen. Mit der Übergabe des 12U CubeSats Tacheles an die NASA hat das Berliner New Space Startup Neurospace einen historischen Meilenstein erreicht. Als erstes deutsches Startup wird es Teil einer Mondmission mit Crew. Der Satellit, entwickelt zur Erprobung der Rover-Technologie von Neurospace, wird im Rahmen von Artemis 2 in eine hochelliptische Erdumlaufbahn gebracht. Wie Rover-Technologie für den Mond? Warum dann nicht noch weiter mit in Richtung Mond fliegen? Ja, mit einem Apogeum, also erdfernster Punkt, von rund 77.700 Kilometern fliegt der CubeSat mitten im Bereich des Van Allen-Strahlengürtels. Aufgabe, das Testen von Strahlungsresistenz und Langlebigkeit elektronischer Komponenten unter extremen Bedingungen. Ja, die Welt ist ziemlich klein. Neurospace-CEO Irene Selvanathan, die hatte ich auf einem Parabelflug mit dem DLR kennengelernt. Herzlichen Glückwunsch nach Berlin für den Meilenstein und wir drücken natürlich alle Daumen für den Launch. Von wegen Mondrover. Eigentlich war der NASA Mondrover Viper schon totgesagt. Hohe Kosten und Verzögerungen hatten zur Einstellung der Mission geführt, trotz fast fertiger Hardware. Jetzt die Wende Blue Origin übernimmt. Für $190 Millionen bringt Bezos Firma den Rover per Blue Moon MK1 auf den Mond, genauer an den Südpol. Dort soll Viper rund 100 Tage lang nach Wassereis suchen. Ein kritischer Test, ob sich der Mond langfristig als Tankstelle für Raumfahrt nutzen lässt. In einer Zeit, in der viele Experten die Artemis-Landung auf dem Mond mit Astronauten vor China in Frage stellen, unter anderem weil es noch keinen Mondländer gibt, meldet Blue Origin hier zumindest deutliche Fortschritte beim Blue Moon MK1-Lander.
Ich hatte viel darüber berichtet, für einige zu viel NASA-Budget. Der Aufschrei war ja ziemlich groß. Nix wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Im Ring um den US-Haushalt 2026, da hat die NASA einen wichtigen Zwischenerfolg erzielt. Interimsadministrator Sean Duffy wies die Behörde an, sich am Entwurf des Repräsentantenhauses zu orientieren. Dieser sieht zwar ebenfalls Einschnitte vor, fällt aber deutlich moderater aus als der Vorschlag des Weißen Hauses. Statt einer drastischen Kürzung des Gesamtetats um 20% auf 18,8 Milliarden Dollar soll das Budget nahezu stabil bei 24,8 Milliarden Dollar bleiben. Besonders hart hätte es eigentlich die Wissenschaft getroffen. Die Regierung wollte den Wissenschaftsetat von 7,3 auf 3,9 Milliarden Dollar halbieren. Aber der Entwurf des Repräsentantenhauses sichert nun immerhin 6 Milliarden Dollar zu. Zwar muss vor allem die Erdbeobachtung starke Abstriche hinnehmen, doch zentrale Missionen etwa OSIRIS-REx Apex, das 2029 den Asteroiden Apophis erreichen soll, bleiben erhalten. Noch ist nichts endgültig, da der Haushaltsprozess stockt, doch für viele Wissenschaftsteams bedeutet die neue Weisung vermutlich ein erstes Durchatmen. 11 Jahre Reisezeit und womöglich alles umsonst. Die japanische Raumsonde Hayabusa 2, die befindet sich auf dem Weg zum Mini-Asteroiden 1998 KY26. Doch neue Messdaten, die stellen die gesamte Missionsplanung auf den Kopf. Der Brocken ist nur noch 11 statt 30 Meter groß und rotiert doppelt so schnell wie bislang angenommen. Damit könnte der geplante Abwurf eines Projektils oder der Einsatz von Messinstrumenten nach einem Rendezvous im Juli 2031 tatsächlich unmöglich werden. Der neue Befund, der kommt leider zu spät für eine Umplanung, aber sollte Hayabusa 2 trotz aller Schwierigkeiten erfolgreich messen, könnten die Erkenntnisse dann ganz neue Maßstäbe setzen. Ist schon etwas her, dass Hayabusa 2 2014 gestartet ist. Hier die jüngsten Starts, und zwar der vergangenen Woche. Am 23. September, da brachte Rocket Lab die suborbitale Elektron-Mission Jenna von der Wallops Flight Facility in Virginia in die Luft. Es war ein Hyperschalltest für das Pentagon. Am 24. September folgte von China ein Seestart, und zwar einer Yilong 3, um eine neue Gruppe von Kommunikationssatelliten der Geely-Konstellation auszusetzen. Ebenfalls 24. September startete eine Falcon 9 von SpaceX mit der NASA-Mission IMAP vom Kennedy Space Center. IMAP soll das interstellare Medium vermessen. Am 25. September schickte SpaceX eine weitere Starlink-Ladung ins All. Dieses Mal startete die Mission vom SLC-40 in Florida. Am gleichen Tag brachte eine Atlas V in der stärksten Konfiguration, also 551 mit 5 Feststoffbooster von ULA, einen Stapel Kuiper-Satelliten für Amazons geplante Internetkonstellation ins All. Mittlerweile sind es schon knapp 130 Kuiper-Satelliten. Es sollen dieses Jahr noch 200 werden. Bis 2028 soll die Megakonstellation aus über 3000 Satelliten bestehen. Der Platzhirsch SpaceX legte am 26. September mit Starlink nach. Eine Falcon 9 hob mit weiteren Starlink-Satelliten von Vandenberg ab. Am selben Tag startete ein chinesischer Langermarsch 4C von Jinquan. Über den Nutzlast kann ich euch noch nichts sagen. Am 27. September folgte eine weitere chinesische Rakete, und zwar eine Langermarsch 6A. Die hob von Taichuan ab. Nutzlast kann ich euch leider wieder nichts sagen. Apropos Raketenstarts, nach dem Fehlstart im April darf Firefly Aerospace seine Alpha-Rakete wieder starten. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat ihre Untersuchung abgeschlossen und dem Unternehmen die Freigabe für weitere Flüge erteilt. Ursache damals war eine thermisch bedingte Strukturschwächung, ausgelöst durch einen zu steilen Aufstiegswinkel. Das führte dann kurz nach der Stufentrennung zu einem zerstörerischen Hitzestau und dann hat das Oberstufentriebwerk nicht funktioniert. Das Oberstufentriebwerk verlor dabei entschieden an Schub, verfehlte den Orbit knapp und der wertvolle Technologiedemonstrator für Lockheed Martin ging verloren. Firefly hat inzwischen das Hitzeschutzsystem verstärkt und das Flugprofil angepasst. Der nächste Flug, der Alpha, der 7. Flug dann, der soll in den kommenden Wochen funktionieren und dann zeigen, ob die Rakete zuverlässig liefern kann. Unterhaltsamer Artikel auf Ars Technica. Astra-CEO Chris Kemp rechnet öffentlich mit gleich mehreren Konkurrenten ab. Besonders hart traf da Firefly Aerospace. Deren Reaver-Triebwerk einst für die Rocket 4 übernommen, sei laut Kemp schlicht Müll gewesen, technisch inkonsistent und unzuverlässig. Damit nicht genug. Blue Origin war ihm zu langsam, Rocket Lab zu klein und selbst SpaceX bekam sein Fett weg mit spöttischen Kommentaren zur Starbase, Standortwahl und Arbeitskultur. Ars zitiert Kemp mit: Man werde dort geköpft, wenn man falsch abbiegt. Strategisch kündigt Kemp eine Neuausrichtung von Astra an. Astra wolle künftig mit einer mobilen, taktischen Rakete für den Verteidigungsmarkt punkten. Den Artikel, den verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Unten in der Beschreibung, da findet ihr auch den Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Dass es diesen Kanal Senkrechtstarter überhaupt gibt, das ist ja der Verdienst unserer großartigen Senkrechtstarter-Schutzengel. Vielen, vielen Dank für euren Rückhalt. Falls du darüber nachdenkst, über so eine Kanalmitgliedschaft, als kleines Extra bekommst du ja alle Videos vorab und komplett werbefrei.
Wir schauen noch schnell auf die kommende Woche. Am Montag, 29. September, da will SpaceX von der US-Westküste aus eine Falcon 9 starten mit Starlinks. Ebenfalls 29. September ist ein chinesischer Start einer Langen Marsch 2D vom Xicheng-Startzentrum angesetzt. Auch am Montag will Rocklab von der Wallops Flight Facility aus wieder eine suborbitale Mission mit Electrons starten. Eine geheime Nutzlast, der Name ist Just In. Für den 1. Oktober sind gleich 2 SpaceX-Starts angesetzt. Zum einen Amazon-Satelliten Kuiper und zum anderen Starlink-Satelliten von SpaceX. Und abschließend wird die Woche voraussichtlich am 3. Oktober ein weiterer Starlink-Start von SpaceX dann von der Westküste. Hier nochmal der Hinweis auf meinen exklusiven Naturtreu-Deal mit meinem Link und dem Code Senkrecht15. Da bekommst du 15% Rabatt, findest du auch in der Beschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.